Im letzten Teil sind wir durch Bulgarien gereist. Jetzt geht es weiter in die Türkei. Ja, was sollen wir groß erzählen? Grenzübergang, problemlos geklappt. Also es gab Unter eine Stunde haben wir gebraucht. unter eine Stunde für beide Grenzen, also war gar kein Problem. Also waren irgendwie 3 Stops auf türkischer Seite, erst Passportkontrolle, Autokontrolle und dann nochmal reingucken. Aber hat nur von außen einmal reingeguckt, Camper, alles gut und wir durften halt weiterfahren. Sind wir gleich hinter der Grenze, hier beim HGS-Office einmal angehalten, wollten weil das mit der Maut alles regeln. Ja, hier kann man aber diese Karte, die man hat, nur aufladen, da müssen wir noch zu einer anderen Stelle gleich fahren. Aber haben uns jetzt gleich hier nochmal eine SIM-Karte geholt von Vodafone. Die sollen wohl angeblich das beste Netz hier haben sie uns gerade erzählt. War auch nicht das teuerste, habe ich gesehen. Also er hat uns nicht ja, irgendwas angedreht. Turkcell gab es noch und Vodafone halt. Und er meinte, Vodafone ist wohl besser von Netzausbau. Ja. Und haben jetzt halt eine Vodafone-Karte mit 100 GB. Für, ich glaube, nicht ganz 50 €, wenn man das umrechnet, müssten das sein. Haben wir jetzt, ja, so in den Dreh. Achso, und sie waren natürlich gleich super nett. Wir haben schon unseren ersten schwarzen Tee angeboten bekommen. Das war so das Erste in der Warteschlange. Also in der Hitze einen Tee trinken war natürlich ein bisschen... Ja, da muss man sich hier dran gewöhnen in der Türkei, an die Gastfreundlichkeit. Ja, und an den Tee. Nee, aber der Tee war lecker. Der Tee war wirklich lecker, ja. So, dann werden wir weiter ins HGS-Office. Oder Post-Office, oder wie man das nennt. PTT. PTT. Ja, wir sind einmal quer über die Autobahn gelaufen, haben unseren Sticker und haben da halt Geld aufgeladen und dürfen jetzt durch die Mautstation fahren. Und man kann wirklich nur mit Bargeld bezahlen. Das Ding heißt zwar PTT Bank, aber man kann da nicht mit Karte bezahlen. Also wirklich, man braucht türkische Lira. Zum Glück hatten wir unser bulgarisches Restgeld noch in türkische Lira getauscht. Dadurch hatten wir ein bisschen was und das haben wir gleich komplett auf die Maut aufgeladen. Hier mit 30 durch. Genau, schön langsam, damit er das lesen kann. Ja, ist grün. Ja! Ah, okay. Schöner Platz hier. Wir durften, um hierher zu kommen, sogar einmal ein Allrad nutzen. Aber nur, weil wir den falschen Weg gefahren sind. Also hier sind auch ganz normale Fahrzeuge. Ja, man kann hier anders herfahren und die Pfütze war halt tiefer als gedacht und wir sind halt bis zum Differential in die Matsche eingetaucht. Also wir haben es natürlich nicht gefilmt, weil ich dachte, das wäre nur eine normale Pfütze. Sonst hätten wir die Durchfahrt auch gefilmt. Aber es sehen halt schön einfarbig jetzt aus, unsere Räder. Das ist ein cooler Platz, den wir hier gestern noch angefahren haben. Oh, ich gehe mal ein bisschen in den Schatten. Oder gehe ich wieder in die Sonne? Ja, in der Sonne ist schöner. Noch geht es auch mit den Temperaturen. Einziges, es liegt natürlich wieder ein bisschen viel Müll rum. Das schmälert das etwas. Aber es ist halt trotzdem die Aussicht. Auch in der Nacht, das war richtig cool, so die ganzen Schiffe zu sehen, die alle in den Bosporus reinfahren wollen. Und ist schon ziemlich cool. Und wir wollen jetzt auch weiter. Also wir werden heute ja, Europa sozusagen verlassen. Werden halt über den Bosporus, werden die Brücke fahren. Und werden dann halt so weiter an der Schwarzen Meerküste immer weiterfahren Richtung Osten. Also wir hatten auch erst überlegt noch nach Istanbul, aber wir sind beide gerade nicht so in der Stimmung nach irgendwie einer Großstadt, weil Istanbul ist ja doch recht riesig, so mit 15 Millionen Einwohnern. Und ja, es ist halt auch recht warm und wir kommen ja auch auf dem Rückweg hier wieder vorbei und dann ist vielleicht Winter, dann ist es ein bisschen kühler und dann werden wir uns Istanbul halt mal angucken, weil ja, entgehen lassen wollen wir uns das auch nicht. Aber jetzt geht es erstmal ein bisschen in abgelegenere Orte. Ah ja, ich war gerade schon noch mal gucken wegen unserem Weg raus, weil wir sind ja gestern durch so eine schöne Modderpfütze gefahren. Auch von den Reifen fällt das jetzt gerade alles so schön ab, wie so eine Schlangenhaut, die sich so pellt. Wir müssen da aber wieder lang. Also es gibt wirklich keinen anderen Weg. Man kommt mit kleinen Autos, kann man durch den Wald fahren, das machen die auch alle hier. Aber so mit einem höheren Auto kommt man da nicht durch. Das heißt, wir müssen wieder durch diese Modderpfütze. Und die ist, ich hab's, ja, gut knietief. Also wir sind mit den Differentialen schon ein bisschen aufgelegen, aber sollte klappen. Klein bisschen Schwung und dann kommen wir da schon durch. Außerdem, das Auto ist dafür ja gemacht. Also wir eigentlich muten wir dem ja viel zu wenig zu. Aber es ist ja auch immer noch unser Zuhause. Deswegen ist man halt immer ein bisschen vorsichtiger, als es eigentlich not tut. Aber weil ich gehe davon aus, der spaziert da ohne Probleme durch. Andrea ist ein bisschen skeptisch gerade noch, aber ja, es bleibt ja kein anderer Weg übrig.
deswegen, wir verlassen Europa, es geht über den Bosporus. Die Brücke können wir schon sehen, sieht schon echt beeindruckend aus. Also, aber ordentlich Verkehr heute. Die Straßen hier sind wirklich gut. Also die fahren auch alle ganz schön zügig. Wir hätten schon fast eine Buskollision gerade gehabt. Ich musste eine Vollbremsung machen, weil der Bus die Kurve so geschnitten hat. Das war eine knappe Kiste. Wäre vernünftig, also es wäre immer noch vernünftig, jetzt die Luft abzulassen, aber wir sind zu faul, ehrlich gesagt. Wir wollen einfach ins Wasser, weil das so warm ist. Deswegen versuchen wir es ohne Luft ablassen. Also wir haben gerade 5,3 Bar auf den Rädern, das ist eigentlich viel zu viel. Normalerweise bei dem Sand fahren wir 2,8, 3 Bar oder sowas. Jetzt geht es noch einmal bergauf, das ist die letzte Steigung. Ich glaube, das schaffen wir auch ohne Luft ablassen. Sitzt du fest? Nö, guck mal. Das war eine richtige Erfrischung, also das Wasser ist wirklich schön, aber es sind echt viele Quallen unterwegs, durch die Wellen sind die dann alle sehr weit vorne. Ja, auf den türkischen Wetterbericht ist anscheinend Verlass. Also es ist Wind vorhergesagt um 12, es ist jetzt 11:30 Uhr und auf einmal war total windstill, auf einmal setzt der Wind ein und ja, ist da. Ich habe schon echt dran gezweifelt. Aber es ist richtig cool, denn jetzt Kitezeug aufbauen und dann geht's aufs Wasser. Das war genial heute. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Also ich war jetzt ja schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich hatte auch so ein bisschen die Lust verloren, immer so, muss ich sagen, weil so in Deutschland ist halt auch immer so viel los, dann ist das da überall verboten mittlerweile. Und hier, das war halt, ich hatte den ganzen Strand für mich, ich war der Einzige, das war total cool. Ich bin das eine Mal bin ich rausgefahren, habe total so alles so richtig vergessen, immer weiter in eine Richtung gefahren und irgendwann checke ich, ach shit, der Strand. Und da war ich schon so weit draußen, dass der Strand nur noch so ganz klein, mein Startpunkt zu sehen war. Und dann bin ich erstmal halt wieder zurück, weil
Ich habe halt auch, das Material ist alles schon ein bisschen alt, hier ist alles schon mit Kabelbindern geflickt und wenn da natürlich was kaputt geht, ist ein bisschen ärgerlich, wenn man den ganzen Weg zurückschwimmen muss. Und aber hat wirklich total Spaß gemacht. Aber bei den Sonnenschein geht es halt gar nicht anders, ne? Das ist echt toll. Ich habe gerade alles zusammengepackt und da fällt mir auf, wir werden vom Wind langsam eingebuddelt, weil der fegt den Sand und unsere Reifen weg und wir sinken immer weiter rein. Das ist auch witzig. Also ich kann ja noch mal kurz erzählen, warum das mit dem Luftablassen halt so wichtig ist. Und das ist ja nicht nur bei Offroad-Fahrzeugen, das ist ja allgemein. Weil wenn der Untergrund halt sehr weich ist, zum Beispiel wie der Sand, dann entscheidet ja letztendlich der Auflagedruck, den man auf diesen Sand ausübt, wie weit man halt einsinkt. Und desto weiter man den Auflagedruck reduziert, desto weniger weit sinkt man halt ein. Und durch dieses Luftablassen werden die Reifen ja platter und erhöhen ihre Fläche, mit denen sie auf dem Sand aufliegen. Und wenn wir dann so, also man könnte sagen, angenommen, wir lassen richtig viel Luft ab, dann verdoppelt sich fast die Fläche. Und dann könnte man, wenn man das mal ganz einfach betrachtet, sagen, das ist dann halt nur noch so das halbe Gewicht, was auf den Boden drückt, wenn wir die Fläche verdoppelt haben. Und dadurch sinken wir halt nicht so weit ein. Ja, und diese Chance, dass wir uns halt überhaupt festfahren und einbuddeln, ist halt wesentlich geringer. Und darum empfiehlt sich das halt also auf losen Untergrund oder auf Sand oder sowas halt ruhig ordentlich Luft abzulassen, damit man sich halt gar nicht erst festfährt. Ja, und was dann halt natürlich auch noch entscheidend ist, dass man möglichst halt nicht stehen bleibt und immer halt weiterfährt, weil dann ist ja so diese Energie, diese kinetische Energie vom Fahrzeug, die wird dann halt ja mitgenutzt, um über den Sand zu kommen. Deswegen ruhig immer ein bisschen zügiger fahren und nicht stehen bleiben. Und wenn man mal stehen bleiben muss, ist es eigentlich auch ganz gut, man schiebt ja immer mit den vorderen Rädern, schiebt man sozusagen eine Spur immer vor sich her. Und bevor man dann wieder anfährt, erstmal wieder ein kleines Stück zurückfahren, damit man schon eine geschobene Spur vor sich hat und dann mit ein klein bisschen Anlauf wieder diesen kleinen Widerstand halt nehmen. Und das reduziert halt alles das Risiko, sich überhaupt festzufahren. Und wenn es halt anfängt, gerade hier so auf losen Sand, das werden wir heute auch machen, falls wir doch noch Luft ablassen müssen, dann merkt man irgendwann, die Räder radieren durch und dann nicht weiter probieren, sondern gleich aufhören, gleich stehen bleiben. Also nicht erst sich einbuddeln, weil dann muss man die Schaufel raufholen und das dauert das Ganze noch länger. Ja, dann werden wir jetzt mal starten und gucken, ob wir so durchkommen. Aber ich denke schon. Weil die Türkei wirklich groß ist und wir vor dem Wintereinbruch in Georgien sein wollen, sind die nächsten Tage für uns recht monoton. Sie bestehen aus Fahren, Stellplatz suchen und wieder fahren. Aber wir sind begeistert von der Türkei und freuen uns schon, dorthin zurückzukommen. Dann werden wir uns aber mehr Zeit lassen. Ja, wir haben gerade ein bisschen Ärger mit unserer Dachluke. Mist. Da wo die Dachluke eingelassen ist, an dieser Nahtstelle, da ist Sieger gebrochen, weil das Aluminium bewegt sich doch recht stark. Ich bin nochmal raufgetreten, da scheint ein bisschen Luft so unter zu sein. Und dann kam an dieser Naht auch gleich schon ein bisschen Wasser raus. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt diese Nahtstelle ist, weil es hat nämlich reingetropft. Und das ist natürlich ganz, ganz blöd. Und jetzt muss ich das mal fix reparieren, weil hier ist irgendwie jetzt noch Starkregen angesagt für die Nacht. Und dann soll es jetzt besser werden. Jetzt erstmal provisorisch mit Panzertape das Ganze fixen und dann müssen wir uns mal was einfallen lassen, wie wir das vernünftig hinkriegen. Also als kleine Sofortmaßnahme, damit es halt nicht mehr reinregnet, haben wir die Neigung des Autos verändert, weil wir standen vorher auf der Fahrerseite so ein bisschen tiefer. Und dann lief halt das Wasser immer ran zu der Dachluke und sammelte sich da so kleine Pfützen. Jetzt haben wir die Neigung so ein bisschen verändert, dass es Richtung Schiebetür runterläuft und so kann sich jetzt keine Pfütze mehr sammeln. Und das war schon die erste Maßnahme, hat schon etwas geholfen. Jetzt noch das Panzertape und dann sind wir hoffentlich erstmal für die nächsten Tage wieder dicht, bis wir das Ganze richtig reparieren können.
Glücklicherweise hat die Notreparatur die Nacht durchgehalten und am nächsten Morgen werden wir vom Sonnenschein begrüßt. Hier im Nordosten der Türkei wird wahnsinnig viel Tee angebaut, also die ganzen Hänge sind voll mit Teepflanzen. Das ist alles total grün und sieht schön aus und es wird gerade anscheinend alles geerntet. Und hier fahren LKW-weise Teeblätter durch die Gegend. Ab und zu wehen die Teeblätter auch so vor einem so her und sowas. Das ist schon sehr amüsant. Kurz vor der georgischen Grenze suchen wir uns umgeben von Teefeldern und Flüssen einen Platz für die Nacht.